Heute geht es um das neue Koffersystem von Makita, MacTrack. Das haben wir hier auf dem Tisch und das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Das ist ein mega geniales Koffersystem mit zwei ganz kleinen Nachteilen und das schauen wir uns heute in diesem Video auf jeden Fall mal an. Genauso schauen wir uns aber auch an, was hält das System aus? Was hält es aus gegen Staub, gegen Wasser, gegen Holzspäne, gegen Sand und natürlich auch, wie gut hält es einen Fall aus? Ich muss sagen, ich freue mich total, dass Makita jetzt so ein Boxensystem hier hergestellt hat. Und das ist das amerikanischste Boxensystem von allen. Es gibt kein Boxensystem, was so amerikanisch ist wie das hier. Und sogar noch amerikanischer als Dewalt und Milwaukee. Und das ist kaum zu glauben. Warum das so ist, da kommen wir gleich dazu. Aber lass uns mal erstmal grundsätzlich mal anschauen, was haben wir denn hier eigentlich? Normalerweise ist es so, wenn du ein Makita-Werkzeug kaufst, dann bekommst du genau sowas hier. Die klassische Werkzeugbox von Makita. Öffnest du hier, so, klack, klack, dann ist da hier dein Werkzeug drin. Das übliche, ja, hier ein 12 Volt Werkzeug, 18 Volt sieht ja auch genauso aus. Gibt auch leicht andere Koffersysteme von Makita, aber im Wesentlichen ist es genau das. Aber was haben wir hier? Ja, dünne Materialien und kaum Schutz. Wenn das Ding hier dir aus 1 Meter Höhe runterfällt, ist die Box auf jeden Fall hin. Wenn dir das hier runterfällt aus 1 Meter, passiert genau mal gar nichts. Und dementsprechend gibt es eben auch andere Systeme wie das MacTrack-System. Hier ist es so, dass wir für Werkzeuge Kisten haben, für Zubehörkisten haben und. Das schauen wir uns gleich auch mal an. Und wir haben hier wirklich eine komplett andere Logik als alle anderen. Wir haben wirklich das amerikanische System von allen und das möchte ich dir auch mal wirklich am Anfang gleich mal zeigen. Denn bei normalen Werkzeugkisten ist es so, dass du eine Basis hast mit 2 großen Rädern, dann baust du nach oben und hast du so einen hohen Turm irgendwann und dann kannst du in der Gegend rumfahren. Das funktioniert, das ist ein gutes System, alles okay, aber wie kriegst du das auf deinen Pickup rauf? Wie machst du das mit deinem Pickup? Dann stellst du dir so ein Brett ran, wuchtest das da irgendwie hoch und legst das dann da irgendwie so rein. Schwierig. Und da hat sich Makita einfach gedacht, ne, das machen wir anders. Das machen wir anders. Und ich zeige dir jetzt hier mal, wie ich das auf die Werkbank hier drauf gebracht habe. Das ist einfach nur so, das Ganze hier ausgefahren, also den Griff ausgefahren, rangestellt, hier eingehakt an der kleinen Kante, Hintern hochgenommen, raufgeschoben, funktioniert. Und dasselbe haben wir auch mal draußen ausprobiert, auch bei uns am Pickup. Auch dort habe ich es genommen, habe es dort auf die Kante aufgesetzt. Und genauso ist es auch gedacht. Du setzt auf die Kante auf, hebst es hinten hoch, schiebst einfach durch, dann ist es auf dem Auto drauf und dann Abfahrt. Ja? Genauso auch nochmal rückwärts. Auch rückwärts, ich ziehe es raus, lege es vorsichtig wieder hier vorne auf die Kante, setze es ab und das war's. Eigentlich ein total geniales System und aus meinem Wissen, also nach meinem Wissen, ich weiß nicht, ob es nicht irgendwie von Dewalt, von Milwaukee oder so ähnliche Systeme gibt, muss ich ehrlich sagen, ja, aber ich habe es noch nicht gesehen und hier ist es wirklich so, das ist doch uramerikanisch, oder? Das ist doch Wahnsinn. Die Boxen hier selber sind auch in den USA designt worden, wo sie hergestellt wurden, weiß ich nicht, also wo wirklich das eigentliche Verarbeiten des Kunststoffs hier ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, da hat auf jeden Fall jemand mit dem Pickup mitgedacht und hat gesagt, so muss mein System aussehen. Und dann gucken wir uns das Ganze doch auch mal an, beziehungsweise, nee, machen wir nicht. Wir schauen uns erstmal unseren Test an, denn wir haben Folgendes gemacht. Wir haben hier eine Box genommen, und zwar genau diese hier, haben sie mit einer Einlage versehen. Hier haben wir alles drin. Und jetzt schauen wir mal, wie gut hält das vor Wasser, Staub und Fall. Richtig weh. Boah. Das bisschen Haushalt, das muss doch mal sein. Und es ist gut. Na. Ja, hier ist nicht ganz so gut. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Wasser reingekommen. Und ein ganz kleines bisschen Staub. Ist auch nicht schlimmer. Also nicht viel schlimmer. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also für die Last an Wasser, an Druck, was wir drauf hatten,
hat das echt gut funktioniert. Jetzt der Falltest. Und jetzt hier nochmal das Ergebnis. Also erst einmal, lasst uns mal genau rückwärts gucken. Der Falltest. Wir haben hier leichte Beschädigung, da haben wir leichte Beschädigung, das ist ein bisschen abgeplatzt, ja, hier ist abgeplatzt, da ist abgeplatzt. Also nicht abgeplatzt, sondern abgeschrabbelt, war ja auch auf Beton. Aber das war's. Ja. Das Ganze funktioniert noch, also die Rasterung funktioniert noch. Der Griff ist hier auch ein bisschen angeschrabbelt, aber das war's. Ja, das ist auch schon alles. Die Kiste ist aufgegangen. Das muss man sagen, da wir da nur eine Öffnung, also eine Befestigungsmöglichkeit haben, ist ein bisschen doof. Ja? Aber es ist runtergefallen, es ist nichts passiert. Das Werkzeug selbst hier drin funktioniert. Das würde ich jetzt mal sagen. Ja? Funktioniert. Aber jetzt müssen wir eine Sache ganz klar sagen. Die Koffer sind nicht zertifiziert, das heißt, sie haben keine IP-Zertifizierung und ich weiß nicht, wie sie gedacht sind. Ich würde aber vermuten, dass sie irgendwo in so einem Bereich IP 64 oder 54 oder ähnliches ist. Was heißt das? Erst einmal, wir haben hier so eine Gummidichtung. Einmal hier drumherum, ja, hier drumherum, und wir haben hier von der anderen Seite so eine Kunststofffalz, die nach oben geht. Dadurch ist es so, dass sich das reindrückt und wir schon eine sehr hohe Dichtigkeit haben. Zusätzlich, was haben wir vorhin gesehen? Ich habe den ganzen Schmutz, Dreck und so weiter hingetan und da ist fast nichts reingekommen. Erst mit Wasser, wo ich ja wirklich erst einmal nur mit reinem, also ein bisschen Strahlwasser, mit dem Wasserschlauch hier gegengekommen bin, da ist ein bisschen Wasser hier reingekommen, muss man schon sagen. Also ein bisschen, das ist nicht viel. Das heißt also Regen, gar kein Problem. Normaler Staub würde ich sagen, Staub, Putz, Dreck, denke ich auch überhaupt kein Problem. Erst wenn wir hier mit dem Hochdruckreiniger rangehen, und dafür ist es wirklich überhaupt nicht gedacht, muss man ganz klar sagen. Ich wollte eben nur den Hardcore-Test haben, dann ist es so, dass hier wirklich auch ein bisschen Feuchtigkeit eindringt. Aber ihr habt ja gesehen, wie ich rangegangen mit dem Hochdruckreiniger, wie ich gemacht und getan habe. Und überlegt euch das Ganze mal mit einem herkömmlichen Werkzeugkoffer. Das wird unter Wasser stehen. Ja? Also insofern richtig cool. Falls ihr euch übrigens fragt, wo haben wir diese Einlage her? Wir haben einfach irgendwo Standardkunststoff gekauft und haben es hin zurechtgeschnitten. Das ist so eine leidliche gute Möglichkeit, aber es funktioniert. Ja? Wenn ihr euch fragt, auch wie wir das gemacht haben, einfach angezeichnet mit so einem Stift ausgeschnitten und das war's. Haben hier mehrere Lagen hier aufeinander geklebt, auch einfach mit Sekundenkleber und dann war es ja auch schon drin. Ist jetzt, glaube ich, keine langfristig tragbare Lösung, wobei, wenn ich hier so gucke, ja, eigentlich geht's. Ist eigentlich, wie sagt man so schön, geht voll fit. So, also ihr seht, hat gut funktioniert und ist ein echt solides System, erstmal grundsätzlich. Und jetzt gucken wir uns mal das System auch an. Wir gucken uns aber jetzt mal eine Sache davor an, und zwar das Thema Gewicht. Ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, wie gut ihr das in Pickup reinbekommt. Ihr habt aber folgendes Problem, ihr müsst es ja erst ansetzen vorne und dann müsst ihr es hinten komplett hochheben. Und wenn ich mir diesen Tower hier angucke, so wie er hier steht, ja, so wie er hier steht, dann haben wir hier schon ein Gewicht von 33 Kilo. 33 Kilo. 33 Kilo. Gefühlt 92 Kilo. 33 Kilo wiegt nur das, was wir hier sehen, noch nicht mehr. Und das ist schon eine Ansage, muss man wirklich mal sagen. Okay. Trotzdem finde ich es gut. Trotzdem ist es auch alles okay. Aber ihr solltet wissen, wenn die Dinger erstmal hier voll beladen sind, werden wir hier von 60, 70, 80 Kilo vielleicht auch reden. Und dann musst du das auch entsprechend hier natürlich hochheben und dann auch reinschieben. Das muss man ganz klar bedenken. So, jetzt lass uns mal zu Folgendem kommen. Wir gehen einfach mal Kiste für Kiste durch und schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier, ich sage mal so eine Art Beistellkoffer. Wir nehmen erstmal den hier ab. Den Koffer einmal ab. Der Koffer hier selbst, den könnte ich auch hier oben drauf klicken, das würde auch funktionieren, aber mit dem können wir noch was anderes machen. Und hier muss ich ganz klar sagen, das hier ist nicht gut. Das ist auch wirklich nicht gut. Der Koffer selbst ist cool, aber was wir hier machen können, das macht irgendwie für mich gar keinen Sinn. Denn wir haben hier ein Positiv und hier haben wir unten ein Negativ und dadurch können wir Folgendes machen. Wir können den hier einfach hier ansetzen. So, und jetzt ist der hier dran, aber irgendwie... Also er hängt hier so. Wenn wir das hier so ziehen, okay.
Wenn ich das aber aufstelle, dann rutscht es raus. Also ich kann es dann auch wirklich nur so liegend transportieren. So kann ich das hier schon so hin und her tun. Das geht schon, ja. Das geht auch nicht kaputt, aber irgendwie ist das hier so eine Sollbruchstelle. Und wenn hier ein bisschen Gewicht drauf ist, dann wird es immer hier so aufliegen und da natürlich, finde ich irgendwie nicht gut. Also schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu. So, dann gucken wir uns mal die Kiste selber an. Und die hat einige Features, die gibt es sonst nirgendwo. Finde ich richtig genial. Und zwar, normalerweise machen wir es hier auf und da auf. Hier aber nicht, sondern wir machen es in dem Fall hier auf, an der Seite. Und auch sehr massiver Verschluss, der hier ordentlich so runterdrückt, das Ganze festdrückt. Und jetzt kann ich das Ganze aufmachen. So, und dann sieht es so auf. Was mir auffällt, ist das hier. Ich finde es schade, dass das nicht von selbst offen stehen bleibt. Es braucht immer eine Hand, die es aufhält. So, dann haben wir hier eine schöne Einlage, ja, die wir hier sehen. Und dann haben wir hier ein massives Loch. Also da passt richtig was rein. Also da ist wirklich Werkzeug ohne Ende, was du drin lagern kannst. Da passt sehr, sehr viel rein. So, jetzt nehmen wir das Ganze wieder hier rein, machen das zu. Und jetzt kommt die Funktion, die ist wirklich einmalig. Jetzt können wir das Ganze von der anderen Seite aufmachen. So, und auf. Ist immer noch dasselbe drin, aber du kannst es von beiden Seiten aufmachen. Und was daran so genial ist, ist eben Folgendes. Wenn du das hier drauf stapelst, also hier oben drauf tust, dann weißt du ja nicht, möchte ich gerade von der Seite dran oder möchte ich von der Seite ran. Das ist aber eigentlich gar kein Problem, weil du die wesentlichen Koffer wirklich von beiden Seiten öffnen kannst. Ja? Du siehst hier überall, die Öffnung ist entsprechend von beiden Seiten und dann kannst du sagen, oh, ich mache es hier und ich mache mal da. Finde ich mega cool und das ist richtig mitgedacht und das feiere ich total. Was du hier an der Stelle übrigens auch noch hast, ist, du hast hier entsprechend verstärkte Löcher mit Metall. Da kannst du einfach deinen Vorhängeschloss reinmachen und kannst es vorm Öffnen schützen. Wie gut das schützt, wenn ich das da zumache und dann hier so auf, ist so eine Frage. Ja? Also wahrscheinlich müsste man in dem Fall eher sogar 2 Schlösser reinmachen. Eins da, einmal hier auf der anderen Seite und dann kriegt man es nicht mehr auf. Weil ich glaube, hier wirst du es dann kaputt hebeln können oder zumindest kaputt brechen, dass es aufgeht, also weil der Hebel so groß ist. Nur meine Vermutung, aber es ist schön, dass es metallverstärkt ist und dass es wirklich hier sind 2 und da sind 2 Ösen, um das zu machen. Gucken wir uns mal das nächste an. Dieses schöne Teil hier können wir natürlich auch dort draufklicken und jetzt lass uns mal zum Klicken an sich kommen. Wir sehen hier diese Schienen, die wir hier haben und hier den Öffnungsmechanismus. Wir brauchen es nur aufsetzen. Ja, das ist ja immer genau die Sache. Nehmen wir mal weg. Nicht richtig geübt. Also nochmal. So. Fest. Ja. Jetzt wollen wir es lösen. Dann brauchen wir nur Folgendes. Eine Hand. So. Und auf. Nochmal zu. Auf. Was man hier schon hat, man hat einen gewissen Widerstand. Wenn ich hier hinten nicht festhalten will, würde ich die Kiste gerade wegziehen. Sei es doch so. Was wir hier sehen, das ist für die Kamera, glaube ich, schwierig, ist Folgendes. Wir sehen hier ein massiv geniales Teil. Wir können hier so viele Sachen reintun. Wir können das alles hier nochmal unterteilen. Wir können hier die ganzen Sachen reintun, können das Ganze auch mitnehmen. Was wir auch machen können, wir können sagen, ach, ich möchte es nicht so sortieren, sondern, oh nee, das geht in dem Fall nicht. Das ist interessant. Das geht nicht. Kann ich das vielleicht mehr nach da tun? Das könnte ich, ja, das müsste gehen. So, ja, so das würde gehen. Das und das dahin, aber das nicht mehr dahin. Also da müsst ihr euch ein bisschen puzzeln. Ja? Das geht schon irgendwie, aber es ist nicht hundertprozentig überall kombinierbar. Ich finde es trotzdem genial, weil du eben jetzt hier wirklich deine kleinen Teile überall sortieren kannst. Und ganz ehrlich, was haben wir denn dauernd? Kleinteile, ohne Ende. Jetzt hier in voller Größe, jetzt gucken wir hier mal weiter. Hier sehen wir das Ganze nochmal in halber Größe. Und zwar haben wir das jetzt hier so, ein bisschen kleiner. So. Und hier sehen wir das Ganze erstmal in einer Dimension kleiner, nämlich hier, aber dafür viel tiefer. Ja, ihr seht jetzt hier viel, viel tiefer. Aber was wir eben auch gesehen haben, ist eine Kleinigkeit. Ja, erstens, das können wir nur von einer Seite öffnen. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier kommt das rein. Moment. So, und
Ich hatte es eben falsch drin. Nämlich habe es versehentlich andersrum reingemacht. Dann ist es so, dass es zwar grundsätzlich drin ist, aber es arretiert nicht. Ja? Wenn ich es in diese Richtung, das muss nach vorne zeigen, dann arretiert es auch und dann kann es nicht rausfallen. Wenn ich das hier so nehme, dann kann ich es wunderbar auch wieder entfernen. Also ergo, ihr müsst darauf aufpassen, nicht so wie ich vorhin, das so drauf hier haben. Ja, geht auch, aber dann, seht ihr hier, haben wir keine Arretierung. Legen wir das auch mal zur Seite und machen hier weiter. Hier haben wir auch ein massives Ordnungssystem. Ja, das Ganze eben noch mal größer. Ihr seht hier, also Platz, Platz, Platz ist gar kein Thema. So, auch auf. Und hier sehen wir auch, ja, da passt was rein. Und da könnt ihr alles eigentlich rein sortieren und reinstapeln. Und ich bin ein totaler Fan davon. Also wirklich alles hat seine Ordnung, das mag ich. Und jetzt seht ihr nochmal, hier, Kompatibilität, fertig. Ja, ihr seht, funktioniert. Und jetzt haben wir unsere großen Riesenboxen, die wir ja hier, ihr seht, ich kann es hier öffnen, aber ich kann es auch hier öffnen. Unsere großen, riesengroßen Boxen. Und ich würde behaupten, in der Dimension hier, in der Größe, ist das Größte, was es auf dem Markt gibt. Also so erst einmal in der Art und Weise. Es gibt natürlich noch größere Werkzeugkisten, aber irgendwann macht es dann auch gar keinen Sinn mehr. So, machen wir das Ganze mal auf. Und ich sage mal so, ja, wie viel Platz will man haben? Die Antwort hier ist ganz klar ja. Du willst Platz haben. Wir haben hier so eine Möglichkeit zu unterteilen. Können wir auch irgendwo anders hin tun. Hier zum Beispiel hier. Haben hier so eine kleine Einlage noch mit dabei. So eine Kiste, die auch genau hier einrastet. Könnt ihr jetzt auch hier hin tun. Also als Beispiel. Und was ich dann noch habe, ist, ich habe hier etwas zum Aufhalten. Das heißt, ich mache es einfach auf, tue es hier hin, kann dann hier Kram machen, tun. Das ist eine geniale Sache. Wenn ihr aber 5 andere Kisten hier habt, dann wird es natürlich kopflastig und fällt um. Ja? Außer ihr habt unten Steine drin. Wer weiß, was ihr da reinmacht, aber da müsst ihr eben dran denken. Wenn ihr jetzt Angst habt, oh, jetzt fummelt ihr drin rum und das könnte zufallen, das wollen wir nicht. Dafür haben wir hier auch was mit dabei. Das gehört einfach zum Lieferumfang, das ist genau das hier. Das können wir jetzt hier nehmen, hier einsetzen, da einsetzen, ja, und schon fällt da auch nichts mehr runter. Was wir auch machen können, und das macht das System schon irgendwie cool, aber ich weiß nicht, wozu man es braucht, ist Folgendes. Ich kann hier die Sicherung lösen, Sicherung Nummer 1. Ich kann Sicherung Nummer 2 lösen, fummelig, so. Jetzt kann ich das Ganze runterklappen und jetzt kann ich es abmachen. Vielleicht braucht man es für irgendwas. Ich weiß nicht wozu, aber man kann es machen. Ihr seht auch, wie leicht das wieder rückwärts geht. Zu, wieder zu und zu. Übrigens gibt es hier an der Ecke noch eine Sache, die blenden wir die hier mal ein. Hier gibt es einen kleinen AirTag-Versteck oder AirTag-Punkt. Da kannst du den AirTag reinmachen. Viele kennen das ja, AirTag, um Sachen zu finden und zu orten. Machst du da einfach rein und schon kannst du deine Werkzeugkiste orten. Aber das ist halt in diesem Koffer. Jetzt gucken wir noch mal eine Etage tiefer und da geht es dann auch weiter. Ja, hält sich noch. Und hier sieht es halt genauso aus, nur dass wir hier noch Erweiterungen haben, also für die Räder, ja, weil wir haben ja riesige Räder hier. Apropos, lass uns mal über die Räder sprechen. Wir haben hier, das ist ein Gummi, so ein sehr hartes Gummi an der Stelle, sehr große Räder, die auch wirklich sehr gut rollen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Was ich mich persönlich mal frage, ist, was macht man da alles rein? Und ihr Makita-Fans, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was würdet ihr da alles reinmachen? Um euch übrigens mal zu demonstrieren, wie viel hier reinpasst, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe die Einlagen rausgenommen und jetzt gucken wir hier mal rein. Was ist denn da drin? Ganz einfach, genau das hier. Das kann ich einfach hier reinstellen. Ich kann auch ein zweites daneben stellen. Ihr seht auch wirklich, es geht zu, also so viel Platz ist. Und das wackelt hier noch, ja. Also das hat hier noch Platz. Also das ist schon echt enorm, was hier alles reinpasst. So genial das Gesamtsystem ist, ich möchte euch 2 Dinge mitgeben, die ich nicht optimal finde oder die ihr zumindest wissen solltet. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ganz am Anfang, wir haben hier 2 echte Themen. Das erste war das Ranbringen hier und das Rumwackeln. Das finde ich nicht so doll. Das zweite ist aber dieser Griff. Der Griff selber ist alles genial, alles schön, alles super. Der funktioniert auch und alles gut. Aber ich kann ihn nicht arretieren. Das heißt, er fährt immer rein und raus. Ja, hier ist keine Arretierung in dem Sinne. Das heißt, wenn ich es jetzt aber auf diese Kante gebe, habe ich immer das Gefühl, jetzt muss ich aufpassen, weil wenn ich jetzt blöd schiebe, dann fährt sich einfach nur der Griff ein oder ich ziehe das raus. Da habe ich ein bisschen Sorge. Das finde ich nicht so schön. Es hätte besser funktioniert, wenn das irgendwie auch einrasten würde.
Und wenn er dann auch ein Tick stabiler ist, wenn ich ihn auf eine Ladefläche so rein und raus fahre. Das finde ich nicht optimal und das ist die einzige Sache, wo ich sage, das stört mich. Ja? Es gibt noch eine Sache, die ihr wissen solltet, die mich nicht stört, weil es in der Natur der Sache des Themas hier ist, aber die ihr zumindest wissen solltet. Nämlich, wenn wir das hier nehmen und stellen das auf, und zwar genau so. Oh, machen wir es mal erstmal zu, und zwar genau hier. Ihr seht, ich habe es schon voll drin. Ja? Wir wollen es hinstellen, dann geht das jetzt gerade so. Aber es ist unbeladen. Stellt euch mal vor, hier ist ein bisschen Werkzeug drin, dann passiert genau das hier. Ja? Also das ist nicht möglich, diesen Tower, wenn ihr hier noch eine weitere Kiste drin habt, keine Chance, dann kippt es immer zu der Seite. Dann ist es so, kann man es vielleicht gerade so noch hinstellen, aber dann kippt es um. Ja? Also das ist etwas, ihr könnt es aufrecht, so wie hier, eigentlich nicht hinstellen. Jetzt seht ihr auch schon wieder, was passiert. Das fällt das wieder ein. Deswegen mag ich das nicht so richtig. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil auch jetzt, wenn ich es hier rumkippe, habe ich hier das Gefühl, oh, fährt das jetzt aus oder nicht? Es geht, ja, aber genau das ist der Punkt, wo ich sage, finde ich nicht optimal. Wenn Sie irgendwann dieses System hier, das MagTrack 1.01 rausbringen, wo das hier vielleicht noch dran wäre, das würde ich echt feiern. In Summe aber zum Fazit. Wir haben hier ein wirklich geniales System, was in seinem Einsatzzweck einmalig ist, richtig gut funktioniert und als Einstieg, Makita will ja bestimmt noch mehr rausbringen, noch mehr Koffer, noch mehr Ordnungssysteme, noch mehr Dinge, die dazugehören, ist es schon richtig genial. Ihr schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Ich werde vielleicht die Kiste noch mal aus 10 Meter runterschmeißen. Mal gucken, kommt ein Folgevideo und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.